Hey, ich bin in Norwegen, in Oslo und in einer knappen Woche startet mein nächstes Unsupported Bikepacking Event, das Bright Midnight. Ich probiere jetzt hier mit diesem Video mal ein neues Format aus. Schreibt mal unten in die Kommentare, ob ihr es gut findet oder ob das euch nicht so taugt. Ich habe jetzt eine Art Vlog-Format erstellt, in dem ich euch mitnehme in mein Packen, Reisen, Auspacken, Vorbereiten und auch auf meine erste Gravelfahrt hier in Norwegen. Außerdem war ich bei Fahrradcycling zu Besuch. Schaut's euch an. Viel Spaß! Da nicht alle hier wissen, was das Bright Midnight überhaupt ist, also dieses Event, was ich fahre, erkläre ich es nochmal. Das Bright Midnight ist so wie das Seven Serpents, was ich ja im letzten Jahr gefahren bin, und dieses Jahr bin ich auch das Quick Bike gefahren, oder auch wie das Badlands, ein Unsupported Bikepacking Event oder Rennen. Dabei ist die Strecke vorgegeben und alle Teilnehmenden müssen dieser Strecke folgen. Abkürzen ist nicht erlaubt, und was auch nicht erlaubt ist, ist sich im Vorfeld Unterkünfte buchen oder irgendwelche Hilfe organisieren oder sonst irgendwas. Jede Person ist auf sich allein gestellt, außer die Pairs, die dürfen natürlich gemeinsam fahren. Man darf sich im Vorfeld natürlich mit der Strecke auseinandersetzen, das habe ich mehr oder weniger gemacht. Ich habe mir ein bisschen angeschaut, wo gibt es einen Supermarkt, wie lange haben die Supermärkte auf, damit ich weiß, wann ich das nächste Mal Essen kaufen kann zum Beispiel. Ich habe auch mir ein paar Restaurants aufgeschrieben, ich habe mir Hotels aufgeschrieben, Campingplätze. Ich hoffe, dass das Wetter ganz gut wird. Aktuell ist es sehr durchwachsen hier in Oslo, aber noch sind ein paar Tage Zeit. Vielleicht ändert sich die Vorhersage auch noch. Aktuell sieht es eher nach Regen aus, aber das hatten wir dieses Jahr auch schon. Schönes Wetter wäre besser. Ich lasse mich einfach überraschen. Willkommen in meinem Packchaos. Hier liegt alles rum und ich versuche meinen Krempel zu sortieren fürs Bright Midnight. Ich fange einfach mal an, meinen Krempel so einzupacken, wie ich ihn dann auch zum Event mitnehmen möchte. Als erstes kommen die Schlafsachen und Wechselsachen in die Arschrakete. Unterlage, Isomatte, Bivi, Inlet, Schlafsack, Mütze, Unterhose. Das sieht gut aus. Als könnte das alles sein. Ich habe hier so einen ganzen Haufen Regensachen. Da weiß ich noch nicht so genau, was ich einpacke. Da schaue ich mir vorher einfach die Wettervorhersage an. Und wenn es richtig viel regnen soll, dann wird es eine Jacke mit Kapuze. Die ist alles andere als aerodynamisch, aber immerhin läuft das Wasser nicht den Nacken runter. Dazu gibt es eine kurze Regenhose und schicke Haushaltshandschuhe und Velotoes. Das sollte mich doch einigermaßen trocken halten. Also ich gehe vom Worst Case aus und packe die großen Sachen hier in die Arschrakete. Und die kleine Regenjacke noch dazu. Und ich nehme immer 2 Radhosen mit. Also eine, die ich anziehe. Das wird wieder meine Evirf ohne Polster sein. Zum Wechseln habe ich eine Esculap-Hose. Beide lassen sich schnell über den Hintern runterziehen, haben beides Träger. Aber die Pinkelpause ist so etwas zügiger zu bewältigen. Das sieht doch groß aus. Aber passt rein. Das ist schon mal gut. Ich sehe gerade, ich habe meine Mütze gar nicht mit in die Arschrakete gepackt. Die kommt da gleich später noch rein. Radschuhe. Das, was ich anziehe, das ist ein Sport-BH, ein Base-Layer, ein paar Socken. Oh, die muss auch noch da rein. Eine Überziehhose, wenn es kalt wird, so eine lange. Und ein paar dünne Handschuhe. Ein Schlauchtuch. Ich glaube, irgendwas fehlt. Nee. Doch, mein Trikot. Da habe ich mich nämlich noch nicht für entschieden. Lila, pink, lila, pink, lila, pink. Auf jeden Fall nehme ich eins mit langen Ärmeln. Ich nehme lila. Letztes Mal hatte ich pink, also ist diesmal Zeit für lila. Dann bin ich komplett angezogen. Trikot, Schlauchtuch, Handschuhe, lange Hose, Base Layer, Socken, Dings hier, Sport BH. Aber wo ist jetzt meine Radhose? Jetzt habe ich die Hose verloren. Entwarnung. Sie war in der Arschrakete. Dann habe ich Hygienekrempel. Hier in dieser Tasche.
das ist natürlich jetzt für meinen ganzen Aufenthalt in Norwegen und für das Bright Midnight wird das dann reduziert. Meine Zahnbürste bleibt ganz, auch wenn ich damit vielleicht keine echte Bikepackerin bin. Schreibt doch mal einen Kommentar, bin ich mit einer nicht abgesägten Zahnbürste eine Bikepackerin? Ich säge sie nicht ab, weil ich das einfach angenehmer finde, wenn ich den kompletten Griff in der Hand halten kann. Und gerade falls die Hände manchmal taub werden, hatte ich zum Glück noch nicht, dann kann ich mir vorstellen, dass ich mir besser die Zähne putzen kann. Dann eine Creme für den Hintern, für den Sitzbereich, falls ich die mal brauche, nutze ich meistens nicht. Eine Wundcreme, Zahnseide, die werde ich dann nicht mitnehmen. Ich habe hier ein bisschen was von dem Mückenschutz umgefüllt. Zahnpasta, Feuchttücher, feuchtes Toilettenpapier, um genau zu sein. Das Deo werde ich auch nicht mitnehmen, aber eine kleine Pinzette, das ist immer gut. Oropax auch, bisschen Ibuprofen und Sonnencreme und ein Notfall-Haargummi, falls ich einen anderen verliere. Höchste Zeit, etwas zu essen. Genau, mein Rad ist da drin, da ist noch ein bisschen Gepäck drin. Ich habe gerade noch Laufschuhe eingepackt und hoffe, dass ich auch mal laufen gehe. Und jetzt packe ich noch mein Handgepäck, das kommt alles in den Rucksack. Da habe ich einmal Radklamotten, das Zahnputzzeug, alle Akkus, mein Laptop und dies und das. Alles gepackt. Und jetzt gibt's Pizza. Am nächsten Tag ging es dann los zum Flughafen. Sieht schon schön aus, so von oben, die Landschaften, wie sich die kleinen Straßen und Wege durch die Gegend schlängeln. Es ist da. Jetzt geht's zur Bahn. Es war etwas schwierig, hier zu finden, wo das Rad ankommt, weil auf dem Schild steht, das Gepäck kommt an Band 2 an, aber das hier ist natürlich größer. Dann habe ich da nachgefragt. Einer meinte, naja, vielleicht an Band 10 oder an 2, musste mal bei Lufthansa direkt nachfragen. Dann habe ich da nachgefragt, die meinten Band 1. Aber da war irgendwie auch nichts. Und dann bin ich nochmal zu Band 10 gelaufen und dann stand es da. Punktlandung. Irgendwie gerade noch das Ticket schnell gekauft. Und jetzt fährt auch schon der Zug ein. Den Koffer habe ich mir von Ego leihen können. Ziemlich cool. Tada! Ja, leider hat mein Lenker nicht reingepasst von der Breite, wegen dem Flair und auch von der Höhe, weil ich Aerobars drauf gebaut hatte. Das ging leider nicht. Mein Werkzeug und meine Pedalen sind noch drin. Ich habe mir zum Glück Carbon-Montagepaste mitgenommen. Und während ich hier schraube, kann ich ja mal erzählen, warum ich überhaupt das Flugzeug gewählt habe. Eigentlich wollte ich nämlich nicht fliegen. Letztes Jahr zum Badlands bin ich ja auch mit der Bahn hingefahren. Auf dem Rückweg ging dann aber einfach alles schief, so ungefähr. Ja, weil mein Urlaub dann irgendwann zu Ende war, bin ich wohl oder übel nach dem Badlands in den Flieger gestiegen. Jetzt habe ich auch geschaut, wie ich mit Zug und mit der Fähre herkommen könnte. Und habe wirklich lange hin und her überlegt, wie ich das mache. Ich habe mich dafür entschieden zu fliegen, weil ich hier in Oslo noch eine Freundin besuche und so einfach mehr Zeit vor Ort habe. Und auch finanziell ist leider Fliegen einfach viel günstiger. Das ist schon traurig. Die erste Radtour in Oslo, also nicht zur direkten Tour. Gerade bin ich nach unten gerollt in Richtung Wasser und gehe jetzt hier zum Fahrradcycling. Da kürze ich meine Aerobars und schwinge mich auf ein anderes Rad.
Genau da muss noch abgeschnitten werden, sonst stoße ich mit den Knien ran. Kurz bevor ich bei Faracycling ankam, habe ich übrigens David von Ventour, also von Zelten, getroffen. Der wollte auch gerade zu Fara und sich das mal anschauen. Außerdem waren da Sherry Cycling bzw. Buzz-Along bei YouTube und Julia. Julia fährt auch das Bright Midnight mit. Und dann ging's los auf eine kleine Gravel-Runde. Jeff Webb, der CEO von Faracycling, zeigt uns eine Standard-Feierabendrunde und erklärt uns, dass es die erste Hälfte berghoch geht und dann bergunter. Erste Gravel Ride hier. Voll schön. Und am Ende wurden dann noch die Aerobars gekürzt. Ich bin ja gerade das Allroad von Fara gefahren und das fuhr sich wirklich gut. Und ja, jetzt überlege ich so ein bisschen, ob ich noch ganz spontan rumswitche und mit dem Allroad von Fara das Bright Midnight fahre. Kompliziert. Ja, ein paar Sachen sprechen dafür, ein paar dagegen. Das muss ich mir mal noch in meinem Kopf auskaspern. Und ihr werdet es dann sehen. Tschüss!